Hallo liebe Nähfreunde, langsam steht der Frühling wieder vor der Tür, also höchste Zeit für ein frisches Outfit. Näht doch also mit mir dieses wunderschöne Jerseykleid mit Wickelrock und romantischen Puffärmeln. Unser Schnittmuster dazu enthält weitere Varianten, zum Beispiel diese und diese. Und bevor ich sie euch gleich genauer zeige, abonniert noch meinen Kanal und lasst mir doch auch gerne schon mal einen Daumen da. Bis gleich! Das Schnittmuster für das Jerseykleid bekommt ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Ihr könnt es mit einem Wickelrock nähen, bei dem die eine Seite schräg in Falten gelegt ist, oder ihr wählt das einfache Rockteil für ein elegantes Etui-Kleid. Das Oberteil hat einen runden Ausschnitt, der auf die feine Art versäubert wird. Am Rücken wird das Kleid mit Abnähern in Form gebracht und kann hier flexibel angepasst werden. Ihr könnt zwischen halblangen Puffärmeln, dreiviertellangen Ballonärmeln oder einem normalen Ärmel in 3 Längen wählen. Am besten macht sich das Kleid aus einem etwas festeren Jersey, zum Beispiel Baumwoll-Jersey, Sommersweat bzw. French Terry, Romanit-Jersey oder auch einem leichten Scuba. Hier habe ich die Schnittteile für das Kleid mit Wickelrock und halblangen Puffärmeln aus einem geblümten Baumwoll-Jersey schon einmal vorbereitet. Diesen und weitere Stoffe bekommt ihr auf unserer Webseite in der Stoffkategorie. Wir benötigen das Vorder- und das Rückenteil, beide werden im Bruch zugeschnitten, dazu den Ausschnittstreifen und ein Ärmelpaar. Der Wickelrock besteht aus dem rechten vorderen Rockteil, das in Falten gelegt wird, sowie dem linken Teil, das später darunter liegt. Und dazu der Hinterrock. Für das einfache Rockteil benötigt ihr entsprechend nur einen Vorderrock. Denkt daran, alle Knipse mit kleinen Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen und zeichnet am Hinterrock sowie am Rückenteil die Abnähermarkierung jeweils auf beiden Schnittteilhälften an. Los geht's mit dem Oberteil. Hier werden zuerst Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Schulterkanten zusammengenäht. Dafür habe ich sie hier schon aneinander gesteckt und nähe die Kanten jetzt mit der Overlockmaschine und einer Nahtbreite von 0,7 cm zusammen. Ihr könnt das Jerseykleid auch mit der normalen Nähmaschine nähen. Tipps hierfür seht ihr in unserem Nähvideo zur Kinderpumphose. Wenn das getan ist, wird der Ausschnitt versäubert. Hierfür wird der Ausschnittstreifen an den kurzen Kanten rechts auf rechts zusammengenäht. Ich habe das hier mit der Nähmaschine gemacht, um die Nahtzugaben auseinanderlegen zu können. Der Ring wird gleichmäßig verteilt rechts auf rechts an den Ausschnitt gesteckt, wobei die Naht an die linke Schulternaht kommt und auf der restlichen Strecke die Knipse aufeinandertreffen. Jetzt nähe ich den Streifen mit der Overlockmaschine an. Der Streifen ist etwas kürzer als die Ausschnittstrecke, muss also leicht gedehnt werden. So sieht das jetzt aus. Im nächsten Schritt klappe ich den Streifen um die Nahtzugabe herum, lege diese auf die linke Stoffseite und stecke sie mit Nadeln fest.
Wenn das rundherum getan ist, wird die Kante mit der Nähmaschine angenäht. Sucht euch aus, ob ihr die Innenseite knappkantig annäht oder ihr näht von außen mit 7 mm Abstand. Ich beginne hier am Rückenteil und achte darauf, dass der Ausschnittstreifen hier nicht nach außen rollt. Mit meiner linken Hand kann ich die Kante darunter erfühlen, um sicher zu gehen, dass ich sie mit der Naht treffe. Und so sieht jetzt mein Ausschnitt auf die feine Art von außen und innen aus. Ich habe ihn bereits einmal übergebügelt. Jetzt sind die Ärmel an der Reihe. Da ich die Säume später mit einem Gradstich annähe, habe ich hier die Kanten bereits versäubert. Wenn ihr die Säume später mit der Covermaschine annäht oder mit einer Zwillingsnadel, braucht ihr das nicht zu tun. So oder so aber bügeln wir die Saumkanten jetzt zunächst einmal um. Mit meinem Handmaß messe ich 1,5 cm ab. Und fixiere das mit einer Nadel. Damit wäre das schon einmal vorbereitet und wenn ihr die einfachen Ärmel gewählt habt, könnt ihr sie jetzt schon annähen. Bei den Ballonärmeln hingegen müssen die Säume gekräuselt und die Bündchen angenäht werden. Schaut euch dafür dieses Nähvideo an. Und bei den Puffärmeln werden die Armkugeln eingekräuselt. Dafür habe ich hier bereits in dem Bereich, der auf dem Schnittteil markiert ist, 2 Gradstichnähte mit maximaler Stichlänge im Abstand von 2 und 5 mm zur Kante genäht, wobei ich am Anfang und am Ende die Fäden habe lang stehen lassen. An einem Ende verknote ich die Fäden mit Hilfe einer Pinzette . Am anderen Ende ziehe ich an die beiden Oberfäden und raffe somit den Stoff. Wenn die eingekräuselte Strecke den Wert erreicht hat, der auf dem Schnittteil angegeben ist, kann ich auch hier die Enden verknoten und die kleinen Fältchen noch einmal gleichmäßig verteilen. Auf diese Weise habe ich beide Puffärmel vorbereitet und kann sie jetzt rechts auf rechts an die Armlöcher des Oberteils stecken. Am Vorderteil treffen die Doppelknipse aufeinander . Und dann alle weiteren. Wenn beide Ärmel festgesteckt sind, werden sie mit der Overlockmaschine angenäht. Ich achte darauf, dass die Stoffkanten hier schön bündig liegen. Die kleinen Fältchen kann ich bei Bedarf zurechtrücken. Wenn beide Ärmel angenäht sind, können wir die Seitennähte schließen. Dafür habe ich hier die Kanten schon rechts auf rechts zusammengesteckt, wobei die Ärmelnähte aufeinandertreffen und die vorgebügelten Saumzugaben aufgeklappt sind.
Beide Seitennähte sind geschlossen und um das Oberteil abzuschließen, können wir jetzt auch schon die Ärmelsäume nähen. Ich mache das jetzt mit einem Gradstich und verwende elastisches Nähgarn. Alternativ könnt ihr eine Zickzacknaht einstellen, eine Zwillingsnadel benutzen oder aber ihr nutzt eure Covermaschine dafür. Das elastische Nähgarn habe ich sowohl oben als Oberfaden als auch auf der Spule eingesetzt und die Fadenspannung etwas gelockert. Ich nähe mit einem Abstand von 1,2 cm zur Kante den Saum fest. Damit ist das Oberteil fertig und weiter geht's mit dem Rock. Beim einfachen Rockteil werden hier Vorder- und Hinterrock rechts auf rechts an den Seiten zusammengenäht. Beim Wickelrock besteht der Vorderrock aus zwei Teilen, und zwar dem linken unten liegenden Untertritt und dem rechten Teil, dem sogenannten Übertritt. Dieser wird zunächst in Falten gelegt. Ich beginne hier an diesem Knips und lege ihn auf diesen Knips. Ich achte darauf, dass die Stoffkanten bündig sind und stecke die Falte mit einer Nadel fest. Weiter geht's mit der nächsten Falte. Wenn alle drei Falten gesteckt sind, können wir das mit einer Hilfsnaht fixieren. Das habe ich hier schon gemacht. Als nächstes werden die beiden Vorderrockteile rechts auf rechts an die Seiten des Hinterrocks angenäht. Das sieht so aus. Und da ich den kompletten Rocksaum wieder mit einem Gradstich nähe, habe ich außerdem die Kante hier bereits versäubert. Im nächsten Schritt wird der Saum umgebügelt. Die Saumkante wird 1,5 cm breit auf die linke Stoffseite umgebügelt. Ich beginne hier in der Mitte. Bei der Rundung hier am Wickelrock ist es wichtig, dass die Kante nicht ausgedehnt wird. Also arbeite ich mit Dampf und mit Druck, um die Wellen einzubügeln. Zum Fixieren stecke ich auf der rechten Seite Nadeln. Die komplette Kante ist gebügelt und wird jetzt beim Wickelrock festgenäht. Wenn ihr den einfachen Rock gewählt habt, könnt ihr das auch ganz am Schluss nach einer Anprobe erledigen. Wie bei den Ärmeln nähe ich wieder mit einem Gradstich und dem elastischen Nähgarn sowie 1,2 cm Abstand zur Kante. Der Wickelrock ist fertig gesäumt. Ich habe die Kante hier schon einmal übergebügelt, jetzt ist sie richtig schön flach. Nun klappen wir zuerst den Obertritt, also das Rockteil mit den Falten um. Und den Untertritt ohne Falten darüber. Hier stößt die Kante vom Unterrock genau an die Seitennaht. In der Mitte treffen die Knipse zusammen und hier die Kante vom Obertritt trifft auf diesen Knips. An diesen Stellen werden die Teile zusammengesteckt, dann wird die Strecke mit einer Hilfsnaht fixiert. Das habe ich hier schon gemacht. So kann im nächsten Arbeitsgang jetzt nichts mehr verrutschen, wenn wir den Rock und das Oberteil miteinander verbinden.
Damit die Markierungen für die Rückenabnäher, die wir ganz am Ende nähen, dabei nicht verschwinden, habe ich hier die Knipse einmal nachgezeichnet. Nun stecke ich das Oberteil rechts auf rechts in den Rock, wobei das Vorderteil auf den Wickelrock trifft und das Rückenteil auf dem Hinterrock liegt. Wenn alles rundherum festgesteckt ist, nähe ich die Strecke mit der Overlock. Beide Teile sind miteinander verbunden, jetzt fehlen nur noch die Rückenabnäher. Dafür stecke ich jeweils die beiden äußeren der 3 Markierungen für die Abnäher auf der Teilungsnaht mit einer Nadel zusammen. Die Nahtzugabe klappe ich in das Oberteil um, lege dann die Falte durch die Abnähermarkierung, stecke hier eine Nadel und auch am Rock. Der Abnäher beginnt 2 cm oberhalb der Markierung, läuft durch die Nadel an der Teilungsnaht und endet 2 cm unterhalb der Markierung auf dem Rockteil. Damit ich den Abnäher jeweils schön schmal auslaufen lassen kann, nähe ich ihn in 2 Schritten jeweils von der Teilungsnaht aus. Jetzt stecke ich die Nadel hier 2 cm weiter nach unten, das ist das eigentliche Ende. Jetzt drehe ich das um und setze hier genau an der Naht an und nähe die zweite Hälfte. Damit kein Knubbel entsteht, verriegle ich nicht, sondern nähe einige Stiche über den Stoff hinaus. So sehen die beiden Rückenabnäher aus. Die Inhalte habe ich hier schon jeweils zur Mitte hin umgebügelt. Die Fadenenden lasse ich lang stehen. Meiner Erfahrung nach gehen sie nicht auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich verknoten. Und da wir jeweils über die Abnähermarkierung hinaus genäht haben, ist sichergestellt, dass der angezeichnete Punkt auf keinen Fall auf der Außenseite durchschimmert. Gewendet sieht das Rückenteil jetzt so aus. Bei Bedarf könnt ihr die Abnäher auch individuell an eure Körperform anpassen. So, ich bin jetzt bereit. Der Frühling kann endlich kommen. Oder was meint ihr? Habt ihr jetzt auch Lust bekommen, euch dieses Kleid zu nähen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ihr Wünsche und Anregungen habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen, freue mich über einen Daumen nach oben und sage Tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.